Mich fasziniert an der Mathematik, dass man sie überall findet und sie überall teilnimmt, in alltäglichsten Dingen, dass sie auch ein elementarer Bestandteil damit von der Welt ist und die Welt ohne Mathematik nicht funktionieren würde. Hallo, ich bin Anton Pfeil, ich bin Explainer im Erlebnisland Mathematik. Das ist eine Ausstellung in den Technischen Sammlungen in Dresden. Ich mache die Arbeit seit fast 1,5 Jahren. Ich bin zu der Arbeit hier gekommen, indem ich eine Mail erhalten habe von einer Professorin von mir an der Uni, die beworben hat, dass hier Stellen frei sind als SHKs. Ich kannte dieses Haus hier schon bereits, da ich selbst als Schüler öfter hier war und mir das immer sehr gefallen hat. Und deswegen war die Entscheidung dann recht schnell getroffen, dass ich mich hier auch sehr gern sehen würde. Ich studiere an der TU Dresden Lehramt für Geografie und Mathematik. Und die Arbeit mit verschiedenen Altersgruppen von Kindern bereitet mich auf das vor, was mich als Lehrer dann mal erwartet. Mein Arbeitstag beginnt, indem ich zuerst ankomme, mich informiere, ob heute besondere Anlässe sind und was für Gruppen wir heute erwarten können. Also wenn das eine Kindertagesgruppe ist oder höhere Klassen oder Studenten, ist natürlich das Niveau ganz unterschiedlich. Und dann ein weiterer Aspekt ist auch noch, wie groß die Gruppen sind. Dann werden die verteilt unter den Mitarbeitenden, wer welche Gruppe einführt. Und dann kommen die meisten direkt früh schon an. Das heißt, man beginnt dann mit der Einführung für eine Gruppe. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen im Erlebnis der Mathematik. Mein Name ist Anton Pfeil. Ich freue mich, dass ihr euch alle hier eingefunden habt. Wer von euch war denn schon mal hier bei uns in der Ausstellung? Doch einzeln, das heißt, ihr wisst schon, wie es funktioniert. Nochmal die kurze Info, wir haben hier 2 Teile. Und dann steigt man ein in den normalen Museumsalltag und das sieht so aus, dass ich durchs Museum laufe, Leuten zur Hand gehe, wenn die bei irgendwelchen Exponaten Fragen haben oder ich von mir aus denke, dass ich dort vielleicht helfen könnte. Da hapert's, genau. Das gefällt ihr so sehr nicht, dass er sogar dann sich wieder andersrum dreht. Ja? Meine Aufgabe als Explainer im Erlebnis in Mathematik ist in erster Hinsicht als inhaltlicher Ansprechpartner für die Besucher und die Besucherin da zu sein. Das heißt, bei Fragen stehe ich zur Verfügung und kann helfen, aber es liegt auch an mir, auf die Gäste zuzugehen und denen so das Exponat näher zu bringen. Man muss für meine Arbeit mitbringen natürlich ein großes Interesse für die Mathematik und auch ein gewisses Talent, dieses Interesse an die Besucher und Besucherinnen heranzubringen. Und natürlich sollte man sich auch nicht vor den Menschen scheuen, da unsere Aufgabe ja ist, auch auf die Leute zuzugehen und so den Leuten die Mathematik näher zu bringen. Am liebsten beschäftige ich mich mit Familien oder einzelnen Gästen, die Zeit mitbringen. Es ist ein super großes Vergnügen, wenn man die Exponate schön detailliert besprechen kann und man merkt, dass da ein Funke überspringt, dass da ein kleines bisschen Interesse an der Mathematik geweckt werden konnte. Jetzt haben wir die alle hier blau, ne? Das war unser Ziel. Jetzt wollen wir, dass die auch alle blau werden. Da müssen wir irgendwo anfangen. Vielleicht erstmal mit denen hier. Wir müssen ja eine ungerade Zahl hier durchschicken. Ungerade Zahl heißt immer, es ändert sich. Okay. Wenn wir jetzt zweimal hier reinschicken, welche Farbe hat der dann? Genau, wieder dann blau. Ein Aha-Moment bei einem Exponat hatte ich beim Flipper. Bei dem wusste ich lange Zeit nicht genau, wie man zu dem gewünschten Ergebnis kommen soll, bis mir dann irgendwann ein Kollege das gezeigt hat, wie es funktioniert, und seitdem bin ich großer Fan von dem Exponat. Jetzt haben wir auch die 3. Reihe schon geschafft, ne? Ein weiterer Aufgabenbereich ist die Sicherstellung, dass die Exponate auch ordentlich benutzt werden, dass dort nicht grobe Fehlbenutzung stattfindet, damit die Exponate auch ganz bleiben. Und ich sorge immer dafür, dass zum Beispiel Puzzle haben wir ganz viele in der Ausstellung, dass die auch wieder schön sortiert werden, damit die nächsten Besucher und Besucherinnen die wieder sofort benutzen können. In technischen Sammlungen geht es nicht nur um Mathematik, das fängt auch bei uns hier im Erlebnis in Mathematik schon an, dass wir auch hier in der Ausstellung schon andere naturwissenschaftliche Aspekte mit aufgreifen, ohne die Mathe halt nicht funktionieren würde. Das sind musikalische Sachen, aber auch physikalische und chemische. Des Weiteren haben wir im Haus noch das Machwerk. Dort finden kreative Familienangebote statt
und Ferienworkshops an der Schnittstelle zwischen Kunst und Mathematik. Dann haben wir im Haus auch noch das DLR School Lab, die dann naturwissenschaftliche Sachen aufgreifen. Bevor die Gruppen gehen, sammeln die sich meistens noch bei uns im Plenum. Dort kommt es häufiger vor, dass wir auch nochmal nachfragen, wie es jetzt denen in der Ausstellung gefallen hat. Und dann sagen die meisten, dass sie gerne noch viel länger geblieben wären und auch gerne bald wiederkommen wollen. Ich arbeite sehr gern in diesem schönen Gebäude mit viel Geschichte. Das spürt man auch da drin. Und auch mit meinem netten Team zusammen. Am Ende des Tages bin ich immer noch kurz da, um die Exponate zu säubern, damit die am Tag darauf dann wieder den Besuchern ordentlich zur Verfügung stehen. Ich hoffe, ich konnte euch einen Einblick geben über meine Arbeit als Explainer im Erlebnis der Mathematik Dresden. Es würde mich sehr freuen, euch demnächst mal in der Ausstellung begrüßen zu dürfen. Hier oben seht ihr das letzte Video von Auf Arbeit mit. Darunter ein anderes Video, was euch empfohlen wird von der TU Dresden. Ansonsten abonniert gerne den Kanal und drückt die Glocke.